Genau hier saß ich vor über 6 Jahren, als ich über Halo 5 Guardians sprach und darüber, wie sehr es mich begeistern konnte, obwohl die Geschichte so wahnsinnig enttäuschend war. Die Kampagne wirkte wie ein Setup, das eine tolle Geschichte vorbereitet und genau dann zu Ende geht, wenn es wirklich spannend wird, weil dieser Plot dann für Halo 6 aufgespart werden sollte. Immerhin auf spielerischer und inszenatorischer Ebene wartete Halo 5 Guardians aber mit einer der besten Kampagnen der ganzen Serie auf. Abwechslungsreiche Umgebungen, zahlreiche Gegnertypen und Aliens, große, aber abgeschlossene Level und Kampfszenarien, die immer neue Taktiken forderten oder ermöglichten. Nie machte ich lange das Gleiche. Sobald eine Aktivität langweilig zu werden drohte, wurde ich schon wieder in die nächste geworfen. Ich wünschte, ich könnte an dieser Stelle das Gleiche sagen über Halo Infinite. Alte Stärken wurden stattdessen über Bord geworfen, um Platz zu machen für eine leere, langweilige, offene Welt, die völlig aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Das Ergebnis ist das wohl enttäuschendste Spiel in Halos 20-jähriger Geschichte. Halo Infinite ist mehr als alles andere eine Anbiederung. Offensichtlich unzufrieden mit der Resonanz, die Halo 4 und Halo 5 erlebte, wurden fast alle neuen Ideen und Entwicklungen der 343 Studios nun konsequent ignoriert und zurückgewiesen. Die neuen Gegnertypen in Form der Prometheaner sind genauso Vergangenheit wie die neuen optischen Ideen und Einflüsse. Natürlich bleibt davon auch die Geschichte nicht unberührt, ganz im Gegenteil. Halo 5 endete mit Cortana, die mit Hilfe der gigantischen Guardians das ganze Universum auf einen Schlag unter ihre Kontrolle brachte und einen Großteil der existierenden künstlichen Intelligenzen auf ihre Seite zog. Mit Halo Infinite wird dieser Plot schlicht übersprungen. Irgendwo zwischen Reboot, Retcon und Sequel werden Cortanas Taten zwar ausführlich besprochen und referenziert, ihrer Bedrohung wird aber bereits vor den Ereignissen des Spiels durch eine simple Deus Ex Machina ein Ende gesetzt. Die Prometheaner, die Guardians und die zahllosen KIs, die sich allesamt auf ihrer Seite befanden, die bleiben unerwähnt. Ersetzt wird diese große angekündigte und bereits etablierte Plotline nun durch eine ganze Wagenladung neuer Mysterien und, ehrlich gesagt, nicht viel mehr. Ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz glauben, aber tatsächlich wiederholt Halo Infinite exakt den gleichen Fehler, den Halo 5 Guardians bereits vor über 6 Jahren machte. Erneut verbringen wir die gesamte Kampagne damit, möglichen Entdeckungen hinterherzurennen, ohne sie aber je tatsächlich zu finden. That structure. Yeah. Do you know what it is? No. Erneut fühlt sich Halo Infinite wie ein Teaser für die eigentliche Geschichte an, in dem kaum etwas von Bedeutung passiert. Dieser Teaser wird nun aber auf eine so faszinierende wie frustrierende Art und Weise erzählt. Den längsten Teil der Spielzeit weigern sich die 343 Studios nämlich einfach, uns zu erklären, was in den Wochen und Monaten vor dem Start von Halo Infinite passierte. Ohne jede Einführung zeigt das Intro, wie der Master Chief beim Angriff auf ein Raumschiff besiegt und hinaus ins All geworfen wird. 6 Monate später findet ihn ein namenloser Pilot, setzt ihn auf einem neuen Halo-Ring ab und das war's. Der Ring wird mit den Banished vom nächsten Covenant-Ersatz kontrolliert und es ist am Master Chief, sie zu besiegen. Den Rest des Spiels verbringen wir dann damit herauszufinden, wie wir eigentlich in dieser Situation landeten, obwohl der Master Chief selbst das weiß. Er leidet nicht unter Amnesie, es gibt keinerlei logische Erklärung dafür, wieso uns das Spiel all die Informationen vorenthält, die die Charaktere in der Geschichte bereits haben. Das Ergebnis ist das unendlich frustrierende Gefühl, konstant etwas verpasst zu haben. Soll ich gerade verwirrt die Prämisse hinterfragen, weil das alles irgendwie keinen Sinn ergibt, oder habe ich irgendeinen Audiolog verpasst, in dem das erklärt wird? Zu allem Überfluss dient dieses frustrierende Storytelling dann noch nicht einmal dazu, irgendwelche großen, spannenden Twists vorzubereiten. Am Ende war dann irgendwie doch alles ungefähr so, wie ich es mir von Anfang an schon gedacht habe. Die Figuren haben sich zur Bewahrung eines eigentlich nicht vorhandenen Mysteriums aber schlicht geweigert, das auch auszusprechen. Dabei wird in Halo Infinite eigentlich sehr viel geredet. Dafür Sorge tragen der Anführer der Banished namens Escharum und die neue Cortana, die nur als die Waffe bezeichnet wird. Escharum versucht dabei verzweifelt, die Banished als legitime, angsteinflößende Bedrohung zu etablieren, indem er alle paar Minuten und Stunden aufploppt, um in endlosen Monologen zu erklären, wie böse und gefährlich sie doch sind. I want you to know my name too. To know my
Das hat schon beim Kampagnen-Reveal 2020 nicht funktioniert und wird auch im eigentlichen Spiel nicht besser dadurch, dass ich mir den im Kern immer gleichen Monolog 1 Dutzend Mal anhören darf. Die Banished allgemein und Escharum speziell können nicht einmal im Ansatz mit den ikonischen Bösewichten der Vergangenheit wie dem Gravemind oder den Propheten mithalten. Von Anfang bis Ende wirken die Banished wie die Gegnerfraktionen einer Sidequest, die eigentlich sicher nicht so wichtig sein wird, tatsächlich aber über die gesamte Spielzeit gemeinsam mit den bekannten Halo-Drohnen die einzigen Gegenspieler bleiben. First of all, what's a Banished? Deutlich besser funktioniert die Beziehung zwischen Cortana 2.0 und dem Master Chief. Nachdem 343 die letzten 10 Jahre damit verbracht hat, den Niedergang von Cortana zu zeigen und Master Chief damit zu konfrontieren, ohne sie leben und überleben zu müssen, gibt's jetzt halt einfach eine neue Cortana. Wenn man erst einmal über diese kreative Bankrotterklärung und komplette Untergrabung von allem, was zwischen diesen Figuren bisher passierte, hinwegkommt, dann funktioniert das tatsächlich richtig, richtig gut. Das ist zugegebenermaßen ein sehr großes Wenn, aber die Gespräche zwischen Master Chief und der Waffe sind tatsächlich so spaßig, die Charakterentwicklung so spürbar, dass Halo Infinite mich die Hintergründe dieser neuen Figur fast vergessen lässt. Es ist richtig schade, dass diese im Kern interessante Charakterdynamik und das wirklich gute Writing die meiste Zeit dafür herhalten müssen, vergangene Ereignisse zu erklären oder bedeutungsschwangere Mysterien anzukündigen, die dann leider nie aufgelöst werden. Is everyone trying to kill you? It kinda seems like it. Oh, wait. You're being sarcastic. He's fun, I like him. Aber auch in Halo 5 war die Geschichte ein ziemlicher Reinfall und auch dort wurde der bereits etablierte Bösewicht aus Halo 4 einfach ignoriert. Trotzdem bezeichnete ich die Kampagne als eine der besten der ganzen Serie. Denn spielerisch machte Halo 5 sehr vieles richtig. Und auch Halo Infinite startet vielversprechend. Nach dem zwar reichlich verwirrenden, aber nichtsdestotrotz spektakulären Intro kämpfen wir uns zunächst durch ein Raumschiff der Banished und anschließend durch die Innereien von Zeta Halo, bevor wir schließlich auf der Oberfläche der Ringwelt ankommen. Das Gunplay fühlt sich dabei hervorragend an. Die 22 Waffen nehmen fast alle zumindest leicht unterschiedliche Rollen im Kampf ein, die zahlreichen Neuankömmlinge im Arsenal wissen zu gefallen. Mein Favorit ist das neue Shock Rifle der Banished, das nicht nur verdammt cool aussieht, sondern sogar auf ordentliche Distanz mit viel Präzision selbst mit Schilden ausgestattete Elites in wenigen Schüssen neutralisieren kann. Besonders cool, attackiere ich eine größere Gegnertruppe, springt die elektrische Ladung von Gegner zu Gegner und kann sie sogar betäuben. Der im Marketing stark in den Mittelpunkt gerückte Greifhaken hält ebenfalls, was er verspricht. Ich kann nicht nur entfernt liegende explosive Fässer und Waffen aufheben, sondern mich vor allen Dingen nun an ehemals unüberwindbare Klippen und Wände hochziehen. Sein volles Potenzial entfaltet er, wenn ich mal wieder panisch vor Gegnerfeuer wegsprinte, dann kann ich mich nämlich durch einen simplen Schuss auf den Boden vor mir besonders schnell nach vorne ziehen und aus der Schusslinie begeben. Oder so einfach mit höherer Geschwindigkeit die semi-offene Welt von Halo Infinite erkunden. Zumindest theoretisch. In der Praxis habe ich darauf herzlich wenig Lust, weil die halboffene Spielwelt von Halo Infinite wohl die größte Schwäche dieses Spieles darstellt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, wenn es um die Struktur von Halo Infinite geht. Die gesamte Kampagne wirkt wie ein einziger eilig zusammengekleisteter Kompromiss, der alte Stärken zugunsten neuer Schwächen zurücklässt. Zunächst einmal muss ich betonen, dass selbst die Bezeichnung semi-offene Spielwelt etwas zu viel verspricht. Der bereisbare Teil von Zeta Halo ist im Vergleich mit ähnlichen Spielen wie Far Cry ziemlich winzig und kommt fast völlig ohne Highlights oder lohnenswerte Entdeckungen daher. Die Versprechung, hier tatsächlich einen großen Halo-Ring frei bereisen zu dürfen, wird deshalb nie so wirklich erfüllt. Wir dürfen nur ein sehr kleines Bruchstück eines Halo-Rings erkunden. 1 Dutzend Basen sind derweil in der Spielwelt verteilt, die nach der Eroberung sämtliche relevante Elemente in ihrer Umgebung auf der Map mit Icons markieren.
Basis heißt in diesem Falle übrigens eine einzelne Metallplattform mit ein paar Kisten drauf. Was gibt's sonst noch zu tun? Ein paar auf dem Ring verteilte Marines vor Banished-Feinden schützen, angeblich besonders mächtige Banished-Ziele und ihre Squads vernichten, Spartan-Cores für Upgrades sammeln oder eine von einer Handvoll Banished-Vorposten platt machen, indem ich etwa 4 Silos zerstöre. Das war es. Halo Infinite präsentiert die absolut überflüssigste, langweiligste Version der viel kritisierten Ubisoft Open World Formel. Nur, dass jede Ubisoft Open World endlos viel lebendiger, hübscher und abwechslungsreicher daherkommt. Von der in dem ersten Ankündigungstrailer so stolz präsentierten Fauna blieben noch ein paar herumfliegende Vögel und Maulwürfe übrig. Zu entdecken gibt es abseits von Audiologs überhaupt gar nichts. Wer möchte, kann die Icons auf der Map nacheinander abarbeiten, aber abseits des Weges gibt es schlicht nichts zu sehen. Für befreite Marine Squads oder eingenommene Vorposten gibt es Valor-Punkte, mit denen ich nach und nach bessere Waffen und Fahrzeuge freischalte, um diese dann an den befreiten Basen hervorzaubern zu können. Nur wozu? Die Waffen droppen so auch genug in der Spielwelt und die Fahrzeuge dienen in allererster Linie dazu, die völlig ereignisarmen Reisen von Punkt A nach Punkt B zu überbrücken, die aber sowieso nicht sonderlich lang sind. Zudem bewahrheiten sich alle Befürchtungen bezüglich der Abwechslung. Tatsächlich gibt es in Halo Infinite, abgesehen vom Intro, nur 2 Szenarien. Mit Bäumen und Steinen durchzogene Wiesen im Stile des Anfangs von Halo 1 und die Innereien und Gebäude von Halo im Stile von, nun, dem Rest von Halo 1. Wow. This place is exactly what you'd expect. Auch hier hat 343 Studios scheinbar versucht, spezifisch die nostalgischen Erinnerungen an den Ursprung der Serie anzusprechen. Nur bereits im Ursprungs-Halo war das eben nicht alles. Zusätzlich bereisten wir dort die Strände des Silent Cartographers, fanden uns in Schneelandschaften oder gruselig atmosphärischen Sümpfen wieder. Nichts davon gibt es in Halo Infinite. Die gesamten 12 Stunden der Kampagne verbringen wir auf diesem einen winzigen Teil der Spielwelt. Das ist insbesondere so unendlich frustrierend, wenn man sich anguckt, was für eine Sci-Fi-Tour de Force Halo 4 und Halo 5 noch in seinen unterschiedlichen Leveln und Szenarien parat hielten. Einzigartige Forerunner-Welten, die mal rein technologisch, mal paradiesisch daherkamen. Verwinkelte, dichte Dschungel, die weiten Klippen von St. Helios, hochmoderne Raumschiffe. Das alles wurde komplett wegrationalisiert zugunsten einer völlig unspektakulären, mehr oder weniger frei bereisbaren Spielwelt. Natürlich kann Halo auch seine großen Stärken in einer solchen Spielwelt nicht wirklich ausleben. Schon immer lebte Halo von seiner Sandbox in Kombination mit dem Encounter-Design, also der Art und Weise, wie jedes einzelne Kampfszenario designt wurde und auf welche Art Fahrzeuge, Waffen und Gegnerplatzierung miteinander interagieren. Natürlich geht das in einer offenen Welt nur deutlich schwieriger. Stattdessen kämpfe ich mit zufälligen Waffen aus unterschiedlichen Richtungen gegen die immer gleichen Gegnergruppen. Und auch bei diesem Punkt hat Infinite im Vergleich zu all seinen Vorgängern Federn gelassen, inklusive des ersten Teils. Denn dort gab es neben den Aliens von der Allianz und den Halo Sentinels auch noch, wir erinnern uns, die Flood. An deren Stelle traten in Halo 4 und 5 die Forerunner Prometheaner. Diese haben nach 343s radikaler Demolierung von allem, was sie einst in das Franchise brachten, aber offensichtlich keinen Platz mehr in Halo Infinite. Und die Flood kommen auch nicht wieder vor. Was gibt's also stattdessen? Nichts. Die Banished bleiben tatsächlich über die gesamte Spielzeit die einzige relevante Gegnerfraktion. Mit den Skimmern gibt es neben den altbekannten Brutes, Elites, Grunts, Jackals und Huntern immerhin eine neue Alien-Unterart. Nach 5 bis 6 Stunden, in denen ich die immer gleichen Gegner in immer gleichen Szenarien, aber auf die immer gleiche Art umschoss, rissen die auch keine Bäume mehr aus. Eines der echten wenigen Highlights sind aber die neuen Bosskämpfe. Auf dem heroischen Schwierigkeitsgrad musste ich mich regelmäßig wirklich anstrengen, um irgendwie eine Chance gegen diese besonders
besonders starken Feinde zu haben. Neben meinem Greifhaken gilt es hier auch meine anderen 3 Fähigkeiten zu nutzen. Ein Schutzschild, durch den nur ich von einer Seite schießen darf, ein Tracker, der alle Gegner in meine Umgebung markiert und ein Boost, der es mir erlaubt, Angriffen auszuweichen. Das ist eigentlich ein richtig cooles Toolset, das aber von der Steuerung ordentlich untergraben wird. Denn ich wähle die unterschiedlichen Fähigkeiten aus, indem ich zunächst einmal rechts auf dem D-Pad drücke und anschließend mit oben, unten, links oder rechts eine der 4 Fähigkeiten auswähle. Das Spiel wird dabei nicht pausiert oder verlangsamt und es ist nicht sofort leicht zu erkennen, welches Gadget auf welchem D-Pad-Knopf liegt. Das Ganze wird noch weiter dadurch verkompliziert, dass ich durch das Drücken der linken D-Pad-Taste auf genau die gleiche Art zwischen meinen 4 Granatentypen auswähle. Wenn ich also mal versehentlich links statt rechts drücke, bin ich im HUD kaum bemerkbar plötzlich bei den Granaten statt der Gadget-Auswahl. Und wenn ich dann eilig auf das rechte D-Pad drücke, rüste ich zunächst die Granate aus, die halt auf dem rechten D-Pad liegt, bevor ich danach erst in die Gadget-Auswahl gelange. Klingt super kompliziert und verwirrend, ist es auch. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsst all das handeln, während euch irgendein starker Bossgegner verfolgt. Eventually fall to masses. It is their destiny. In seiner Kernkampagne abseits der semi-offenen Spielwelt präsentiert sich Halo Infinite mit einer Mischung aus streng linearen Innenräumen und in der Spielwelt platzierten Fetch-Quest-ähnlichen Missionen. Dann gilt es etwa mal 3 große Kanonen zu zerstören oder in 4 unterschiedlichen Signaltürmen einen Knopf zu drücken. In den linearen Missionen sind wir aber tatsächlich von der restlichen Spielwelt losgelöst, regelmäßig in Forerunner-Gebäuden unterwegs. Aber selbst hier schafft es Halo Infinite nicht zu alter Stärke zurückzufinden, weil ich auch hier die immer exakt gleichen Korridore durchlaufe, die gleichen Schalter betätige und in den immer gleichen Szenarien die immer gleichen Gegner auf die immer gleiche Art bekämpfe. Im ganzen Spiel gibt es eine einzige dedizierte Fahrzeugmission, die mir einen Panzer oder Wraith an die Hand gibt, um in einem abgesteckten Bereich der Spielwelt Chaos zu erzeugen und mein Ziel zu erreichen. Ansonsten ist nichts mehr übrig von den Weltraumkämpfen aus Halo Reach, den Kämpfen gegen Scarabs in Halo 2 und 3, den zahllosen, abwechslungsreichen Blockbuster-Momenten, für die diese Reihe mal so berühmt wurde. Und so wird das hervorragende Gunplay nur viel zu selten dafür genutzt, ein ebenso hervorragendes Spiel hervorzubringen. Stattdessen scheint es als Krücke zu dienen, die das gesamte Spielerlebnis alleine tragen soll, ohne dass Leveldesign, Encounter-Design, Abwechslung oder Skriptmomente viel dazu beizutragen hätten. Bei so viel Ärger fällt die durchwachsene Optik des Spiels für mich gar nicht mehr groß ins Gewicht. Die Cutscenes sind optisch beeindruckend und richtig toll gedreht. Auch die Innenräume wissen trotz ihrer Abwechslungsarmut immer wieder zu begeistern. Halo selbst allerdings sieht mit seinen matschigen Texturen, fehlenden Lichteffekten, pixeligen Bäumen und unglaublich schlimmen Pop-In immer dann, wenn ihr mal etwas schneller durch die Gegend reist, wirklich nicht besonders gut aus. Diesen Test hier zu produzieren hat mir als großer Halo-Fan wirklich keinen Spaß gemacht. Und ich realisiere, dass es ein ziemlich krasser Verriss ist. Und das, obwohl das Kern-Gameplay so stark ist wie nie zuvor. Aber Halo Infinite hat im Vergleich zu seinen Vorgängern so unglaublich viel verloren und nur so wenig gewonnen, dass ich nach meinem initialen Hype und einigen echten Wow-Momenten mit jeder Spielstunde mehr realisieren musste, dass mein Spielspaß konstant abnahm und durch Apathie und Frustration ersetzt wurde. Die wenigsten Inhalte und die geringste Abwechslung wurden hier auf die bisher längste Kampagne gestreckt. Und dabei habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, dass dies das erste Spiel der ganzen Reihe ist, das ohne Koop-Modus veröffentlicht wird. Bisher eigentlich ein essentieller Teil des Halo-Paketes. Frühestens im Mai 2022 soll dieser nachgereicht werden. Das wohl frustrierendste an der ganzen Sache ist, dass Halo Infinite kein schlechtes Spiel ist. Aber 343 Studios haben verzweifelt alle Elemente der Serie wegrationalisiert, die sie als nicht erfolgreich genug interpretierten. Und dann hatten sie eine leere Halo-Hülle vor sich liegen und füllten sie mit der vagen Idee einer offenen Spielwelt, die völlig unter dem Gewicht zusammenbricht, die sie zu tragen hat.